Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, es ist schon wieder Event. Wir hatten jetzt quasi wirklich nur einen Tag Ruhepause gehabt zwischen dem letzten Event vom Neujahr und ja, jetzt dem Wochenend-Event, weil wir jetzt schon wieder Freitag haben. Jetzt haben wir schon wieder XP-Event und Reichtumsrauferei. Das werden wir nachher mal gleich nutzen. Und ja, mit diesen News sind auch die News zur Umfrage vom legendären Dungeon mit in die Post gescheppert. Ja, sehr, sehr gerne daran teilnehmen. Ich hatte euch ja gesagt, es wird nochmal eine Umfrage zum legendären Dungeon geben und da ist es wirklich extrem wichtig, dass ihr euer Feedback da lasst. Ja, ich werde euch das Ganze auch nochmal unten in der Videobeschreibung verlinken. Bitte geht darauf, bitte nehmt euch kurz die paar Minuten Zeit, denn ja, wir haben ja berichtet, was dem letzten legendären Dungeon so ein bisschen falsch gelaufen ist und ja, das ist auf jeden Fall der beste Weg, um ja, Playa Games und Shakes and Fidget halt eben zu zeigen, okay, hier und da sind halt eben diese und diese Probleme aufgetreten, deswegen ja, macht das bitte und wenn ihr da auf den Link klickt, wie gesagt, unter dem Video findet ihr das hier auch nochmal, dann kommt ihr hier zu so einem Google Docs Dokument und hier habt ihr halt eben die Möglichkeit, nachdem ihr eure E-Mail hier angegeben habt, erstmal Votings dazulassen, wie ihr den legendären Dungeon gefunden habt, so ja, generell, ne, wie ihr ihn fandet, so. Die Grafiken, das Intro-Video, wie der legendäre Dungeon als Streamer ist, so, ne? Wie der legendäre Dungeon als Free-to-Play ist. Da könnt ihr sehr gerne eure Meinung hier da lassen. Hier ist es dann schon mal wichtig zu sehen, beziehungsweise für die Leute, die reingepilzt haben, wie viel man im Vergleich zu den letzten LDs an Pilzen ausgegeben hat. Dann, ja, die Zeit, bis man einen Run ja, fertiggestellt hat und wie viele Runs man gehabt hat und ja, wie die Items generell ja, vom Design her, ob die cool waren oder nicht. Dann haben wir hier einmal diese Glückstür, ja, wie ihr die findet, die Ressourcentür, die Buff-Tür ist, ja, die sind ja, also die Räume, muss ich sagen, finde ich generell eigentlich gar nicht so verkehrt. Hier hast du halt so ein, ja, 50-50 Ding, so ein Ressourcenraum ist eigentlich immer eine gute Ebene, um eine Stufe weiterzukommen. Ne? Wenn man jetzt mal irgendwie gegenüber einem Monster mit einer Falle hat oder so davor, dann kann man das immer ganz gut machen. Der Buffraum brauche ich, glaube ich, gar nicht weiter erwähnen. Der ist sehr, sehr gut. Kommt komischerweise immer direkt hinter dem Schlüsselhändler, wo man sich meistens dann immer schon einen Buff holt. Und da ist es immer ein bisschen tricky, da ja, das Ganze dann überschrieben werden kann mit einem neuen, etwas vielleicht sogar schlechteren Buff. Ja. Die Challenge-Räume, ne, wo ich sagen muss, dass man diesmal, ich persönlich zumindest, ein paar mehr, ja, wie soll ich sagen, legendäre Items gefunden hatte als sonst. Ich hatte sonst vorher, seitdem es diese Räume gibt, noch nie ein Leggy gezogen aus diesen Challenge-Räumen. Diesmal habe ich dreimal ist mir das passiert bei diesem LD, also ich habe auch von vielen anderen gehört, dass das so ähnlich war und ja, das kommt mir so vor, als ob die da irgendwas dran gemacht haben. Ja, dann wie ihr die Mechanik findet, dass man sein Leben wieder aufladen kann, ne? Dann haben wir hier einen Punkt, Rate the Mechanic to reduce the number of duplicate legendary items. Also wie die Mechanik ist, ja, doppelte Gegenstände zu finden, wie man, ja, ob das gut ist, wie es jetzt momentan gerade ist oder nicht. Da müsst ihr halt eben selbst gucken, wie ihr das findet. Ja, in Bezug auf die Waffenproblematik es läuft da auf jeden Fall ein bisschen was verkehrt, würde ich mal meinen. Ja, den Ultimate Mode kann man hier ja, dann, ob der Ultimate Mode vielleicht zu teuer ist oder zu günstig oder so. Für mich persönlich muss ich sagen,
Ich finde ihn, also 650 Pilze finde ich ein bisschen zu teuer, wenn man sich das mal durch 3 rechnet. So viel bezahlt man nicht, als wenn man normal durch einen legendären Dungeon im normalen Modus gehen würde. Ich meine, ich kann das verstehen, dass man ein bisschen mehr bezahlt, damit man halt so Zeit spart. Ja, aber das finde ich schon ein bisschen zu viel auf jeden Fall. Ist über dem Durchschnitt, definitiv. Genau, welchen Modus ihr gespielt habt, wie der Schlüsselmeister-Shop ist hier, ne, der Schlüsselshop, wo man einen Debuff bekommt, ja, wie ihr die Gems so findet, generell, ne, und wie ihr es findet, dass man 24 Stunden nach dem LD nochmal den Try zu Ende spielen kann. Und jetzt ist es halt nochmal ganz wichtig, hier unten habt ihr einen Punkt, wo ihr nochmal dann extra euer Feedback dann hinschreiben könnt. Und hier ist es halt sehr wichtig auf diese spezielle Problematik, weil die halt hier in dieser Umfrage nicht mit aufgetreten ist, nochmal kundzutun, und zwar mit dieser Waffenproblematik, dass man da halt eben, was wir jetzt ja so rausgefunden hat, diese Bad Luck Protection, ja, nicht so richtig greift, wie wir uns das vorstellen. Ja, so wie wir das jetzt rausgekriegt haben, spätestens alle 21 alle 21 legendäre Items eine Waffe kommt, ja. Und so wie es halt jetzt gewesen ist, bei den Leuten, die vorher schon das Set komplettiert hatten und nur noch die neuen Legis fehlten, ausschließlich bei denen, bei allen anderen hat es ja geklappt, kam es halt zu dieser Problematik, dass halt wirklich nur alle 21 Legis eine Waffe kam und dann immer nur die neueste, nicht mal zwischendurch und auch keine alte, sondern immer nur das 21. Item und immer die neue Waffe. Und in diesem Set gab es ja auch eine alte legendäre Waffe, die kam zum Beispiel gar nicht. Ja, die wurde gar nicht gefunden so. Aber dadurch, dass ja die Bad Luck Protection euch schützen soll und spätestens alle 21 Items eine Waffe findet, muss da irgendwas, keine Ahnung, programmiertechnisch durcheinander gekommen sein, weil es ist ja gut und schön, dass es so eine Bad Luck Protection gibt, aber es triggert ja wirklich immer nur das 21. von 21 Items und nicht mal irgendwie im ersten Run oder im 5. Run oder im 10. Run oder im 15. Run oder im 20. Run. Nein, immer im 21. Und das kann es ja nicht sein. Ne? Und da liegt ja wie heißt das? Da liegt der Fuchs begraben. Ja, keine Ahnung, wie das Sprichwort geht. Da liegt auf jeden Fall das Problem. Ja, und das definitiv hier auch mit reinschreiben, damit auch das spezielle Feedback dann eben auch hier mit aufgefasst wird. Ja, da wollte ich euch definitiv ja, sehr, sehr eindeutig nochmal darauf hinweisen und verweisen, dass ihr bitte auch die Umfrage da ja, ausfüllt. Es kostet euch 5 Minuten und ich denke mal, das sollte denn uns hoffentlich weiterhelfen. Ich gehe mal von aus, dass die das eh schon irgendwie auf dem Schirm haben, diese Problematik so ein bisschen, weil das kann es ja wirklich nicht sein. Ja, das ist ja auch wieder doof gelaufen hier. Und keine Ahnung, da jetzt halt eben durch dieses neue Set, was jetzt da reingekommen ist, oder beziehungsweise die neuen Items, die in das bestehende Set gekommen sind, sich irgendwie, ja, da irgendwas, ich kann es nicht erklären, im Code verheddert haben muss oder so. Ja, keine Ahnung. Da muss es auf jeden Fall irgendwie, da muss irgendwie ein Bug sein oder so. Ne? Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Dass man, ja, dass das so gewollt ist. Das kann ich mir wirklich beim besten Willen nicht vorstellen. Ja, deswegen auf jeden Fall dran teilnehmen, Umfrage ernst nehmen und dann sollten wir das auch hoffentlich dann spätestens bis zum nächsten LD dann gelöst haben, das Problem. Ne? Ja, weil das war wirklich einer der teuersten legendären Dungeons, die ich jemals gespielt habe. Nicht nur in Bezug darauf, weil ich mich ja, komplett neu equipped habe. Das ist ja gar nicht mal das Problem. Ich habe es in vergangenen Dungeons auch schon geschafft, mir ein komplettes Equipment zu besorgen. Und das mit, keine Ahnung, ja, weiß ich nicht. Beim letzten LD war es so, da haben wir 3 Ultimate Runs gemacht und dann waren wir durch. Dann haben wir alles gehabt.
Ja, wir haben 9 Runs gehabt, 3 Ultimate Runs, so. Und dann hatten wir von der Waffe bis zu den Items, wir hatten alles gehabt, einmal alles, ja. Und es geht auch irgendwie, ne? Nur halt eben speziell, wenn es neue Items, keine Ahnung, das ist nur eine Mutmaßung von mir, in das Set reinkommen, zu bestehenden Items schon drauf addiert werden, dann läuft da irgendwas schief. Anders kann ich mir das nicht erklären, weil ja, die anderen LDs können ja auch wirklich durchaus günstiger sein. Man hat es ja in der Vergangenheit schon gesehen. Und ja, dass neue Items so eher gefunden werden als alte Items, das wurde ja auch schon so programmiert irgendwo. Ne? Also das wurde ja in der Vergangenheit auch schon angepasst, weil sich da beschwert worden ist. Ja, deswegen kann ich es ehrlicherweise nicht sagen, wo genau das Problem ist. Aber ich hoffe mal, dass es rausgefunden werden kann und es für alle Parteien gleichermaßen fair abläuft und nicht die Leute, die vorbildlich alles hier ausgefüllt haben, dann die Gelackmeierten sind und die halt, ja, denen noch alles fehlte irgendwie, dann dadurch, ja, weiß ich nicht, die das alles leichter gefunden haben, als die alles schon ausgefüllt haben und denen nur noch die neuesten Items gefehlt haben. So, ne? Ja, das auf jeden Fall dazu. Deswegen hoffen wir mal, dass es beim nächsten Mal dann nicht mehr so ist. Ja, Freunde, das wollte ich euch heute eigentlich auch nur mal so ein bisschen zeigen und mit auf den Weg geben, die kleine Umfrage. Aber auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, daran teilzunehmen. Ich denke mal, das ist so wahrscheinlich das Feedback, was am meisten Einfluss hat. Es können natürlich auch so Feedback durch irgendwelche Umfragen, also auf YouTube oder auf Twitch oder irgendwie Feedback an die Creator, so die ja die Schnittstelle sind zwischen der Community und den Player Games irgendwo, ne, hauptsächlich auch auf Twitch, der SF Official Channel und so. Ne, da kann sicherlich auch viel weitergetragen werden und so weiter und so fort. Aber diese offiziellen Umfragen hier, das ist, glaube ich, das, wo halt wirklich am meisten Feedback und Impact so gesammelt werden kann, weil es ja auch direkt von der Community kommt. So, ne? Ja, genau, so sieht's aus. Fast Level Up. Wir sind auf fast Level Up hier. Das sollten wir eigentlich vielleicht heute sogar noch im Laufe des Tages hinkriegen. Ja, wir können noch mal ganz kurz hier unsere Ausdauer skillen und mal die Arena-Kämpfe machen, weil wir haben Reichtumsrauferei. Da müsst ihr auf jeden Fall jetzt wieder euer Gold vorher verskillt haben, bevor ihr in die Arena reingeht. Ansonsten, wenn ihr verliert, wird euch das geklaut. Deswegen das Gold gleich alles verskillen, wenn es heißt, es ist Reichtumsrauferei. So, mal gucken. Da haben wir nämlich schon verloren. Ja, mal schauen, ob wir hier noch ob wir hier noch irgendwie die nötige XP zusammengekratzt kriegen. Jawohl, sehr schön. Ja, nice. Haben wir das gleich noch im Video hier festgehalten. Stufe 704. Sehr schön. Nice, nice, nice. Geil, freut mich, freut mich. Nächste Stufe geunlockt. Ja, okay. Aber das soll es erstmal fürs heutige Video soweit gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Schaut in die Videobeschreibung. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Danke für alles. Haut rein und bis zum nächsten Mal.